In diesem Video geht es um die Nutzung der Foren als Studentin. Foren stellen ein zentrales Kommunikationswerkzeug im Lernportal dar. In diesem Kurs und in den meisten anderen auch gibt es mindestens 2 Foren, die wir hier oben sehen. Übrigens, die Überschriften hier Foren und Materialien wurden von mir manuell eingefügt. In anderen Kursen wird oft darauf verzichtet, da man den Icons prinzipiell schon entnehmen kann, um was für eine Art Aktivität oder Material es sich handelt. Also, die Foren. Hier gibt es 2 Foren. Eines der Foren heißt Ankündigung, das ist in praktisch jedem Kurs vorhanden und wirkt wie eine Art schwarzes Brett. Hier können Lehrende, das heißt Dozentinnen, MitarbeiterInnen und TutorInnen, Bekanntmachungen posten, Studierende können aber nicht darauf antworten. Das andere Forum, das Diskussionsforum dagegen, ist ein Forum, in dem die Studentinnen des Kurses selber diskutieren können. Als erstes sehen wir neben den Foren die Angabe, wie viele ungelesene Beiträge es gibt, nämlich 2 im Forum Ankündigung und 6 im Forum Diskussionsforum. Öffnen wir nun als erstes das Forum Ankündigung, indem wir einfach auf das Forum klicken. In diesem Forum sehen wir, wie bereits angekündigt, 2 Beiträge. Jeder Beitrag hat ein Thema, Gruppenanmeldung heute ab 10 Uhr, sowie die Angabe, wer den Beitrag wann begonnen hat, sowie wer wann den letzten Beitrag geschrieben hat. In Foren werden Beiträge mitsamt ihrer Antworten meist als Thread, englisch für Faden, bezeichnet. In diesem Fall sind die Angaben begonnen von und letzter Beitrag identisch, da es keine Antworten gab. Die Spalte Antworten hier rechts enthält die Anzahl Antwortbeiträge, jeweils 0. Die Anzahl Beiträge zu einem Thema ist also immer um 1 größer als die Anzahl Antworten, nämlich der Originalbeitrag plus alle Antworten. Die 0 hier bedeutet, es gab noch keine Antworten. Die 1 im Kreis dagegen heißt, in diesem Thread gibt es einen ungelesenen Beitrag, eben den Ursprungsbeitrag. Durch das Anklicken der 1 kommen wir direkt zum ersten ungelesenen Beitrag des Threads. Hier ist dieser Beitrag und diese gelbe Unterlegung deutet an, diesen Beitrag hatte ich noch nicht gelesen. Das ist die Markierung, die Sie bekommen, wenn Sie im Benutzermenü unter Einstellungen, Foreneinstellungen sagen, farblich markieren, ja. Kehren wir wieder zurück zu unserem Ankündigungsforum, hier oben über die Navigation. Neben der Spalte Antworten sehen Sie auch noch ein Häkchen. Über das Häkchen können Sie alle Beiträge im Forum als gelesen markieren. Das mag praktisch wirken, hat aber möglicherweise die Konsequenz, dass Sie damit Sachen als gelesen markieren, die Sie tatsächlich gar nicht gelesen haben. Sie könnten also relevante Informationen verpassen. Wir öffnen stattdessen noch den zweiten Beitrag und lesen uns den kurz durch. Wenn wir jetzt zurückkehren zum Forum, dann sehen wir, es gibt jeweils 0 Antworten und beide Einträge sind entsprechend schon gelesen. Bemerken Sie diesen Pfeil hier bei letzter Beitrag. Hierüber können die Beiträge sortiert werden. Und zwar über das Feld hier absteigend, alternativ aufsteigend. Momentan ist es absteigend sortiert, das heißt, der neueste Beitrag steht oben, gefolgt von dem älteren. Wenn ich einmal auf letzter Beitrag klicke, wird die Sortierung umgekehrt. Nun steht der älteste Beitrag oben und der neueste unten. Das ist allerdings in der Regel keine wirklich gute Idee. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass Sie auch nach Thema sortieren können. Wenn ich nach dem Thema absteigend sortiere, wird jeweils nach dem Text sortiert. Das heißt, der mit dem letzten Buchstaben im Alphabet beginnende Text steht oben. Willkommen steht oberhalb von Gruppenanmeldung. Wenn ich erneut draufklicke, wird umgekehrt sortiert. Man kann auch nach begonnen von sortieren oder, was hier nicht sichtbar ist, nach der Anzahl Antworten. Da beide 0 Antworten haben, wird man hier keinen Unterschied bemerken. Am sinnvollsten ist, nach letzter Beitrag absteigend zu sortieren, sodass neue Beiträge oben stehen. Wichtig sind auch die 3 vertikalen Punkte ganz am Ende der Zeile. Hier können Sie ein Thema markieren. Wenn Sie ein Thema markieren, ich mache das hier beispielsweise, dann erhält es vorne einen Stern. Sie können alternativ auch direkt vorne auf den Stern klicken.
um diese Markierung zu entfernen oder aber zu setzen. Markierte Beiträge bleiben immer oben in der Anzeige, unabhängig von den Sortieroptionen. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, sortiere nach letzter Beitrag aufsteigend, sodass der älteste eigentlich nach oben kommen sollte, passiert zwar eine Sortierung, aber die markierten Beiträge bleiben oben als eine Einheit sortiert stehen, gefolgt von allen unmarkierten, jeweils sortiert. Wenn Sie also einen Beitrag sich ansehen, können Sie in Ruhe den Inhalt lesen und wie gesagt, er wurde markiert. Nun öffnen wir auf eine etwas andere Art das andere Forum, das Diskussionsforum, und zwar nutzen wir den Block Navigation. In dem allgemeinen Kursteil sind die Elemente des Kurses angegeben und dort ist auch das Diskussionsforum verlinkt. Wenn ich hier einfach klicke, lande ich direkt im Diskussionsforum. Hier kann ich Ihnen nun auch zeigen, was passiert, wenn ich bei Antworten sortiere. Dann ist nämlich der Beitrag mit den mehr Antworten automatisch entsprechend oben. Wenn ich hier den Beitrag öffne, sehen Sie, es sind alle Beiträge tatsächlich als ungelesen markiert. Ich habe noch nichts davon gesehen. Und ich habe hier einen Link, den ich im normalen Ankündigungsforum nicht habe, nämlich Antworten. Im Ankündigungsforum kann ich als Studierender nicht antworten. Hier kann ich auf Beiträge entsprechend antworten. Eine weitere Besonderheit ist, dass es hier den Button Neues Thema hinzufügen gibt, mit dem ich einen neuen Beitrag schreiben kann und dann entsprechend darauf hoffen kann, dass andere antworten. Also ich gebe hier meinen Beitrag ein mit einem Betreff und der Mitteilung. Ich habe auch die Option, Beitragsteile zum Beispiel so zu markieren mit der Maus und fett, kursiv oder ähnlich zu setzen. Verwenden Sie das eher sparsam. Wenn Sie mit Ihrem Beitrag fertig sind, können Sie den Beitrag absenden, indem Sie auf Beitrag absenden klicken. Sie werden dann darauf hingewiesen, dass der Beitrag erfolgreich eingefügt wurde und Sie jetzt eine halbe Stunde Zeit haben, diesen gegebenenfalls noch zu ändern oder sogar zu löschen. Außerdem werden Sie benachrichtigt über neue Beiträge zu Ihrem eigenen Beitrag. Wir sehen jetzt, unser Beitrag steht in diesem Fall ganz unten, weil wir nach Antworten sortiert haben. Wir sortieren mal wieder nach letzter Beitrag, jetzt stehen wir ganz oben. Und wir sehen hier einen Schieberegler Abonnieren, der an ist. Das heißt, ich habe diesen Beitrag abonniert. Ich werde automatisch informiert, wenn ein neuer Beitrag hierzu erscheint. Bisher hat aber niemand etwas geschrieben. Gehen wir nochmal zum Antrag Gruppenwahl zurück. Auch hier habe ich die Option zu antworten und ich habe die Option bei Beiträgen, die sich auf einen anderen Beitrag beziehen, über den Link Ursprungsbeitrag, den Beitrag, auf den sich diese Antwort bezog, hervorgehoben zu haben. Das erscheint auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders hilfreich, das liegt aber daran, dass ich hier als Anzeigeform Anzeige in geschachtelter Form verwende. Es gibt noch andere Anzeigemöglichkeiten. Es gibt die hierarchische Form. Die sieht so aus, dass ich den Ursprungsbeitrag sehe und darunter dann eine Beitragsliste. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auf diesen Beitrag klicken. Jetzt sehe ich nur noch den Beitrag und seine Antwort und müsste auf Ursprungsbeitrag klicken, um wieder zum Ursprungsbeitrag ganz oben zurückzukehren. Und ich kann sortieren lassen nach Zeit. Alt nach neu heißt, dass der älteste Beitrag oben steht. Während neu nach alt heißt, dass der neueste Beitrag oben steht. Das Problem ist jetzt, ich sortiere mal nach alt nach neu, dass diese Beiträge zwar untereinander stehen, ich aber nicht sicher sagen kann, auf welchen Beitrag sich jetzt zum Beispiel ab 10 Uhr steht im Ankündigungsforum dieser Beitrag konkret bezieht. Bezieht er sich jetzt auf den Beitrag des Studenten, der direkt darüber steht, oder auf was ganz anderes? Hier ist jetzt der Klick auf Ursprungsbeitrag sehr sinnvoll. Aha, das war eine Antwort hierauf. Dieses Wissen ist immer dann besonders sinnvoll, wenn in dem Beitrag zum Beispiel nur ein Ja, Nein oder ähnliches steht und man also nicht genügend Kontext bekommt, um zu beurteilen, worauf sich das eigentlich bezog. Ich empfehle, weiterhin die geschachtelte Form zu verwenden,
Hier wird jede Antwort auf einen Beitrag unter den Originalbeitrag gesetzt, ein bisschen rechts eingerückt, sodass Sie problemlos erkennen können, was zu wem gehört. Ich schreibe hier mal einfach eine schnelle Antwort. Sie sehen, hier kommt jetzt nur eine einfache Eingabemaske. Die langt für die meisten Beiträge. Wenn Sie mehr machen wollen, klicken Sie hier auf Erweitert. Der Text wird gemerkt und dann bekommen Sie den Volleditor, wo Sie mit Fett, Kursiv und so weiter arbeiten können. Sie können auch eine Datei anhängen oder einen Tag vergeben. Das lasse ich hier weg. Und ich antworte hier. Und jetzt sehen Sie, hier ist der Beitrag von Test B. Und ich bin nicht eine Antwort auf Test C, sondern ich habe geantwortet auf den Eintrag von Test B. Hier auch markiert als Ursprungsbeitrag, sodass man sehen kann, aha, darauf bezog sich das. Ich habe jetzt noch die Option, das zu bearbeiten, weil ich noch innerhalb der halben Stunde bin. Ich mache das noch ein bisschen höflicher und sage vielen Dank. Und ich habe auch die Option, meinen Beitrag zu löschen. Ich werde glücklicherweise aber hier noch gefragt, ob ich das möchte oder nicht. Das mache ich jetzt in diesem Fall hier nicht. Über die Breadcrumb Navigation hier oben können Sie jederzeit zurückkehren in das Diskussionsforum, also die oberste Ebene des Forums, oder an den Beginn des aktuellen Threads. Sie können hier auch zu einem anderen Thread wechseln, Gruppeneintragung verpasst. Beispielsweise ist der erste Beitrag und können zu einem weiteren älteren Beitrag oder einem neueren Beitrag entsprechend hierüber jeweils wechseln. Zuletzt, was gibt es hier noch bei Einstellungen? Sie können ein Thema markieren und Sie können ein Thema entweder abonnieren oder, wenn Sie es schon abonniert hatten, sich davon abmelden. Abonniert heißt, wie gesagt, wenn jemand auf diesen Beitrag antwortet, bekomme ich automatisch eine Mitteilung. Schauen wir mal, ob wir gleich eine Antwort vielleicht bekommen. Wir sind also hier in unserem Beitrag, den wir abonniert hatten. Wir können auch wieder ins Diskussionsforum hier oben zurückkehren und warten nun darauf, ob vielleicht jemand eine Antwort schickt, über die wir dann entsprechend vom System benachrichtigt werden. Bisher ist noch nichts passiert, aber vielleicht kommt ja gleich noch eine Antwort auf unseren Beitrag. Wir haben das Thema abonniert. Abonniert bedeutet, mit den von uns gewählten Einstellungen im Einstellungsmenü, wir würden eine E-Mail erhalten und vor allen Dingen, wir würden hier oben über das Glockensymbol eine Nachricht bekommen, sobald eine Antwort vorliegt und die Benachrichtigung versendet wird. Im Hintergrund läuft ein Aktualisierungsprozess auf dem Server, der zu jeder vollen Minute schaut, ob es neue relevante Aktivitäten gibt und darüber benachrichtigt. Das erfolgt also nicht sofort, sondern es kann auch durchaus bis zu 2 Minuten dauern, nachdem eine Benachrichtigung geschickt wurde, bis man über diese tatsächlich informiert wird. Wir müssen also noch ein bisschen Geduld haben, um zu sehen, dass es tatsächlich vielleicht eine Antwort gab. Hier sehen wir schon, es gibt einen ungelesenen Beitrag. Die Benachrichtigung hingegen hat uns hier noch nicht erreicht. Schauen wir noch mal kurz ins Ankündigungsforum. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Im Ankündigungsforum gibt es nur die Möglichkeit, sich einen Dauerlink zu holen. Das heißt, eine permanente Adresse für den jeweiligen Beitrag. Es gibt aber keine Option zum Antworten, da wir hier keine Rechte haben, selber Beiträge zu verfassen. Da anscheinend niemand so schnell jetzt auf unseren Beitrag antwortet, kehren wir nochmal zum Forum zurück. Und hier sehen wir tatsächlich, es gab eine Antwort, über die wir leider nicht benachrichtigt wurden, über die Glocke. Eventuell, weil ich zu hektisch geklickt habe und bereits der Hinweis, ein ungelesener Beitrag, mir angezeigt wurde. Wenn ich hier drauf klicke, sehe ich direkt den Text. Ich muss leider ein bisschen scrollen, damit ich auch den Autor sehe. Und erfahre, ein Glück, ich hatte die Sorge, ich hätte die Gruppeneintragung verpasst. Es ist aber nicht der Fall. Es ist noch möglich, sich einzutragen. Dann holen wir das jetzt auch umgehend nach. Und damit beende ich auch dieses Video zur Einführung der Nutzung der Foren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zu einem der nächsten Videos.